Worauf muss man eigentlich achten, wenn man einen Lichtplan für ein Zuhause macht? Welche Bedeutung haben Tischleuchten dabei? Welche Modelle gibt es und worauf sollte man achten, wenn man sich für eine Tischleuchte entscheidet? Darum geht es heute in diesem Video. Wenn ich einen Raum einrichte als Interior Designer, kommt eine ganz besondere Rolle den Leuchten zu. Weil eine Leuchte ist nicht einfach nur eine Leuchte. Sie gibt nicht einfach nur Licht. Nein, sie ist auch eine Skulptur in einem Raum. Und deswegen kann man ihr ein bisschen mehr Zeit auch widmen bei der Suche nach der perfekten Leuchte. Heute geht es um die Tischleuchten und die haben wirklich nochmal eine besondere Bedeutung, weil viele Menschen haben oft nur eine einzige Lampe in ihrem Raum und das ist tatsächlich die, die in der Mitte des Raumes hängt, da wo der Leuchtenausgleich in der Architektur schon vorgegeben ist und das war's. Ich sage ja immer, am besten sollte man doch auf 2 oder 3 Lichtquellen in einem Raum setzen, weil man damit erst überhaupt richtig Atmosphäre schaffen kann. Ich persönlich möchte nicht immer nur mit einer Grundbeleuchtung wohnen, gerade wenn es dann später wird, am Abend möchte man manchmal auch ein bisschen gemütlicheres Licht haben und das kann man ganz wunderbar mit Tisch- oder Stehleuchten erzeugen. Heute also geht es um die Tischleuchten und wir fangen gleich mit einer Leuchte an, für die ich absolut nur schwärme, das kann ich wirklich so sagen, und zwar ist das die Brokis Leuchte, also von der Firma Brokis. Die Leuchte heißt Muffins tatsächlich. Es ist die sogenannte Muffins Collection, von der wir sprechen, also von der Firma Brokis und designt wurde es von Lucy Cordova und Dan Jeffett. Und die beiden haben wirklich eine, ja, man muss es wirklich so sagen, ein Kunststück mit dieser Leuchte geschaffen. Denn ich kann mich erinnern, als ich die Leuchte zum ersten Mal auf der Lampenmesse, auf der Lichtmesse gesehen habe, ich war sofort hin und weg, weil sie sich doch sehr stark von anderen Tischleuchten absetzt. Zum einen ist es diese besondere Form, es ist nicht zylindrisch, aber es ist auch nicht rund. Es hat sehr, sehr feine, weiche Kurven, die aufgesetzt auf einen Holz... das ist doof, man versteht nicht, was ich sage. Cut von hier, so. Im Grunde ist es ein Holzelement, auf das dieses wunderschöne Glas gesetzt ist. Es ist inspiriert von der Stadt Paris tatsächlich und wenn man sich die Leuchte länger anguckt, insbesondere auch mal in der Gruppe anguckt, da kann man das vielleicht im Weiten erkennen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie eine sehr, sehr sinnliche Anmutung, ganz besonders auch dadurch, dass es farbiges Glas ist. Dadurch bekommt das Licht nochmal so eine ganz leichte Tönung. Das wiederum fördert die gemütliche Atmosphäre im Raum. Es ist insgesamt eine sehr harmonisch entworfene Leuchte und dadurch, dass sie auch im Inneren mit Vintage-Leuchten arbeiten, sodass man den Glühdraht der Leuchte sieht, bekommt es nochmal eine ganz, ganz feine, auch schon etwas retro anmutende Art, das kann man so sagen. Sie ist eine Leuchte, die in jedem Raum eine Aussage trifft. Es gibt keinen Menschen, dem diese Leuchte nicht auffallen kann, so besonders ist sie und trotzdem dabei noch so schlicht und so subtil. Also dadurch würde ich sagen, hat sie es definitiv verdient, in unserer Best-of-Liste aufgenommen zu werden. Die nächste Leuchte kommt von dem italienischen Hersteller Fontana Arte und sie bringt im wahrsten Sinne des Wortes Fröhlichkeit und Happiness in einen Raum. Es handelt sich um die Leuchte Bloom, designt von Andreas Engesvik, einem Norweger. Und das Besondere an dieser Leuchte, auch schon an dem Namen der Leuchte, ist eigentlich, dass es eine Kombination aus einem englischen und einem norwegischen Wort ist. Das Wort Blomst bedeutet Blume im Norwegischen und das Wort Bloom kennt ihr alle aus dem Englischen und das ist eine Verbindung aus diesen beiden Worten und das ist auch ganz interessant, denn es sieht wirklich aus, also Bloom steht ja für Blühen und es sieht wirklich aus wie eine sehr abstrahierte Blume, die gerade anfängt Blüten zu werfen. Also die Leuchte, der Leuchtkörper an sich sieht aus wie eine kleine Knospe, die umwoben von 2 Blättern ist. Und das Besondere an diesen Blättern ist, dass man sie wirklich selber auch verstellen kann und damit den Lichtkegel bzw. den Bereich, in dem die Leuchte das Licht abstrahlt, bestimmen kann. Also möchte man mehr Licht oder weniger Licht, entsprechend kann man das Ganze selber einstellen, ganz manuell, ganz einfach. Und das Besondere an dieser Leuchte ist, dass es sie in sehr vielen Farben gibt. Und diese humorvolle Art und Weise des Designs bringt einfach wirklich Freude in den Raum. Manchmal ist Design meiner Meinung nach zu ernst und zu sachlich und gerade in solchen Umgebungen kann so eine Leuchte wirklich ein
sehr extremen Bruch reinbringen. Ich finde es ganz schön. Ich finde es auch schön wirklich im Wohnzimmer oder auch mal im Schlafzimmer als Nachttischlicht, also nicht unbedingt nur im Kinderzimmer. Manche denken dann gleich immer an Kinderzimmer, wenn es Bunt und Happiness bedeutet. Finde ich nicht. Ich glaube, dass jeder so ein bisschen, ja, so einen kleinen Bruch auch mal in seiner Wohnung gebrauchen kann, denn das Leben ist ja viel zu ernst, wir wissen das schon. Und deswegen, also diese Leuchte kommt wirklich mal, sollte man mal inspizieren. Vielleicht ist es ja was für euch. Unsere nächste Leuchte heißt Bool und das ist auch wirklich die Inspirationsquelle für diese Leuchte wohl gewesen. Designt wurde Bool von Sebastian Hergner, einem unserer Lieblingsdesigner natürlich, und hergestellt wurde es von Pulpo in der Zusammenarbeit mit Rosenthal. Und das ist deswegen so interessant, weil wenn wir uns die Materialien der Leuchte angucken, der Fuß ist im Grunde ein Gestell aus Porzellan. Und das Glas ist natürlich handgefertigt und das Interessante ist, dass es in der Glaskugel noch eine Glaskugel gibt und darunter erst die Lichtquelle. Dadurch entsteht immer so ein ganz anderer Lichteffekt. Also es wirkt so ein bisschen, mich erinnert das auch an so eine Glaskugel von einer Wahrsagerin, so ein bisschen die Assoziation. Aber es ist natürlich sehr, sehr klar und sehr minimalistisch gehalten und hat trotzdem eine ganz, ganz schlichte Eleganz. Ich finde, es ist eine Tischleuchte, die man auch in kleineren Kompositionen einsetzen kann, also da, wo wirklich was Großes gar nicht passt, kann diese Leuchte einen sehr, sehr schönen Lichteffekt geben. Und was an dieser Leuchte auch wirklich überzeugt, ist die besondere Ausarbeitung, die Qualität der Materialien, die handgearbeitete Qualität, muss man auch hier sagen, überzeugt bei dieser Leuchte. Ich finde, diese Leuchte sollte man wirklich mal in echt sich anschauen. Ich finde, auf Bildern kommt es manchmal gar nicht so rüber, wie feinsinnig und wie schön sie auch am Ende des Tages einfach ist. Ich weiß, schön ist immer sehr subjektiv und ich benutze dieses Wort oft, aber bei manchen Sachen weiß ich gar nicht, was ich anderes sagen soll, weil sie einfach so eine besondere Ästhetik haben, dass sie einfach die Sinne anspricht und ich dann ganz einfach von Schönheit spreche. Also nimmt es nicht als Subjektivität wahr, sondern nimmt es einfach als das wahr, was ich sage. Einfach schön. Die nächste Leuchte kommt von einem spanischen Hersteller und zwar von Parachilna und entworfen wurde es von Jamie Hayon. Es heißt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Evolve MP. Und die Lampenkollektion Evolve, darum geht es jetzt. Und die Besonderheit dieser Leuchte ist tatsächlich zunächst einmal ihre ganz feine Ausführung. Also es ist beide Teile, sowohl der untere Keramikkörper als auch die Glasleuchte sind handgemacht. Und Parachilna steht sowieso, ist der Inbegriff sogar von hochwertigen Materialien und gutem Handwerk. Dafür steht die Firma und das sieht man an dieser Leuchte ganz besonders. Das Interessante an der Leuchte ist nicht nur die Kombination aus Keramik und aus Glas und natürlich die tolle Ausführung, sondern eben, dass hier eine etwas ovalere Form auf einen etwas runderen Körper trifft, also rund trifft auf oval anmutend, abgerundete Formen, aber dennoch zwei unterschiedliche Formkörper, die so gut miteinander harmonieren. Eigentlich ist der Entwurf relativ simpel, aber in dieser Simplizität liegt ja manchmal auch schon die Kunst. Wie viel lassen wir weg, welche Formen treffen aufeinander und was ergibt das Ganze für eine Gesamtkomposition. Hier ist diese Gesamtkomposition tatsächlich sehr gelungen. Es ist eine sehr harmonische Leuchte, sehr elegant, sehr, sehr schlicht und dadurch natürlich wieder vielseitig einsetzbar. Es gibt die Leuchte in zwei Größen und naja, wir haben ja auch schon gesehen, wie viele schöne Designs Jamie Hayon uns schon geschenkt hat bis heute und diese Leuchte ist eben auch eine davon. Die nächste Leuchte heißt Asola und kommt von einem französischen Hersteller von Ligne Rossé. Von denen haben wir ja bis heute schon einige Sachen gezeigt in unseren Best of Designs. Und diese Leuchte ist diesmal entworfen von einem griechischen Designer, Evangelos Vassileo. Und die Besonderheit der Leuchte ist, dass sie auf der einen Seite super reduziert ist, sehr, sehr klar in seiner Form.
sehr abstrahiert von einer Pilzform abgeleitet, könnte man sagen. Etwas, was den 70er Jahren auch sehr, sehr typisch ist. Dadurch hat diese Leuchte auch einen gewissen Retro-Charakter. Das Besondere ist aber der perforierte Stahl, aus dem es gemacht wird. Die Form ist sehr einfach aufgebaut. Im Grunde sind es zwei zylindrische Körper in unterschiedlichen Größen, die aufeinander aufbauen. Innen drin sieht man ganz dezent die Leuchtquelle und der perforierte Stahl macht natürlich etwas Besonderes mit dem Licht. Es bricht es gewissermaßen, sodass man nicht direkt in die Leuchte guckt oder in den Leuchtkörper guckt, sondern vielmehr ein sehr atmosphärisches Licht bekommt. Was ich an dieser Leuchte sehr schätze, ist, dass sie mal ein bisschen sportlicher und ein bisschen cooler daherkommt. Nicht nur durch diesen perforierten Stahl, auch durch diese minimalistische Anordnung der Zylinder. Es wirkt sehr geradlinig, sehr reduziert, aber trotzdem hat es irgendwie was Poetisches. Und deswegen finde ich, diese Leuchte gehört auf jeden Fall in unsere Best-of-Liste. Ich finde, die Leuchte hat auch wirklich Potenzial zu einem Klassiker, muss ich ehrlich sagen. Ich bin gespannt, was die Zeit bringt. Manchmal sehen wir das ja erst nach vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten, ob eine Leuchte es zu einem Klassiker schafft oder nicht. In diesem Fall würde ich sagen, hat sie auf jeden Fall das Potenzial dazu. Unsere letzte Leuchte für heute ist eine Leuchte, die sich super für den Schreibtisch eignet und ihr werdet gleich sehen, warum. Diese Leuchte ist von dem Hersteller Northern Lighting und heißt Body. Ja, eigentlich ein cooler Name für eine Schreibtischleuchte, denn diese Leuchte sorgt nicht nur dafür, dass wir genügend und schönes Licht haben, zumal es auch noch einen sehr schwenkbaren Kopf hat. Somit kann man das Licht wirklich nicht nur als Schreibtischleuchte für den Tisch, sondern man kann es auch mal an die Decke oder an die Wand schwenken. Damit hat es nochmal eine ganz andere Funktionalität und geht über einer Schreibtischleuchte hinaus, würde ich sagen, von der Funktion her. Und unten haben wir einen Becher, das ist gleichzeitig auch der Stehkörper dieser Leuchte. Ein praktischer Becher für Utensilien, für Stifte, je nachdem, wo man es eben einsetzt. Ganz praktisch. Hier wird Pragmatik und Funktionalität in einer sehr reduzierten, geradlinigen, minimalistischen Form übersetzt. Wenn ein praktisches Produkt auch noch so ästhetisch ist, ist es natürlich sehr willkommen in meiner Liste. Ich finde es schön, dass es diese Leuchte auch wirklich in ganz unterschiedlichen Farben gibt. Damit kann man nochmal Farbakzente im Raum setzen und diese Leuchte hat tatsächlich auch einen Award bekommen, und zwar einen Northern Lighting Student Design Award, und entworfen hat es der Däne Mats Satterlassen. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ich nehme immer die Leuchten in meiner Auswahl, die wirklich so einen gewissen Nachdruck bei mir hinterlassen haben. Und wenn ihr schon andere Videos von mir angeguckt habt, wisst ihr vielleicht auch schon, ich habe schon einen Hang zu sehr klarem, manchmal auch sehr minimalistischem Design, aber ich erwarte trotzdem immer eine gewisse charmante oder poetische Ebene in den Dingen. Und natürlich gibt es hier viele andere Leuchten, denen ich nicht gerecht werden konnte, aber vielleicht könnt ihr das nachholen. Nennt mir doch einfach erstens, gab es eure perfekte Tischleuchte hier in meiner Auswahl oder gab es sie vielleicht nicht und welche ist sie? Schreibt sie mir in den Kommentaren. Schreibt sie mir? Nein, 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 nein. Teilt es mit mir. Ich habe meins gesagt, jetzt seid ihr dran. Teilt es mit mir, sodass ich weiß, was ihr so liebt. So einfach ist das.